Auf dem Bett liegen, grätschen auf diesem Stuhl. Knie waren dann halt auf dem Boden. Ich möchte euch heute die Geburtsstellungen vorstellen, mit denen ich es probiert habe und die nennen, die mir am meisten geholfen hat. Vielleicht hilft es ja dir auch. Ich habe mir den Vorsatz genommen, als ich mein erstes Kind geboren habe, zu versuchen, es ohne die PDA zu schaffen. Ich war aber so aus meiner Kraft herausgerissen, dass ich einfach gesagt habe, es soll so schnell wie möglich vorbei sein. Daher habe ich die PDA genommen. Beim zweiten und beim dritten Kind war das dann gar nicht mehr nötig, weil der Weg ja schon vorbereitet war und weil es dann viel schneller ging und die Kraft da war. Ich möchte euch heute die Geburtsstellungen vorstellen, mit denen ich es probiert habe und die vorstellen oder die nennen, die mir am meisten geholfen hat. Vielleicht hilft es ja dir auch für die Vorbereitung auf die Geburt. Und dazu möchte ich euch sagen, es ist etwas, worauf du dich freuen kannst, trotz deiner Angst und trotz der Schmerzen. Weil nämlich die Geburt ja etwas Magisches ist. Das hörst du ja schon die ganze Zeit. Und natürlich müssen wir Frauen etwas Besonderes erleben, was die Männer nicht erleben, physisch. Und es ist auch schön, den Partner mitzunehmen, weil er das dann zumindest so nah wie möglich spüren und erleben kann. Und daher ist es auch eine Stellung, wo ich meinem Partner am nächsten bin. Bei der ersten Geburt war das so, dass die Wehen über 2 Tage gedauert haben und dass ich dann keinen anständigen Schlaf gefunden habe, weshalb ich wirklich fertig war und auch nicht daran gedacht habe oder auch einfach gedacht habe, ich möchte mich ausruhen, ich möchte mal kurz Ruhe haben. Und diese Ruhe, die kam dann nicht. Zeiträume zwischen den Wehen, da konnte ich mich einfach nicht entspannen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch gar nicht so mit der Achtsamkeit beschäftigt. Deswegen kannte ich diesen Begriff bewusste Geburt nicht. Ich wusste nur, dieses Mal möchte ich die bewusst erleben. Anders war es einfach, dass ich bei der ersten Geburt durch die PDA nichts gespürt habe. Warum habe ich nichts gespürt? Weil ich natürlich die PDA hatte. Die PDA hatte ich aber, weil ich so fertig war, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und jetzt muss ich natürlich abwägen, möchte ich die Geburt bewusst erleben? Möchte ich wissen, was da passiert? Oder möchte ich also abdämpfen und einfach nur es hinter mich haben? Ich würde, glaube ich, jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe und mit dem Wissen, dass ich gerne eine bewusste Geburt erleben möchte, wahrscheinlich wieder versuchen, auf die PDA zu verzichten. Aber ich glaube, ich würde mich wieder dafür entscheiden, weil ich nämlich, wenn ich so fertig bin und so nicht mehr kann und so an meine Grenzen gekommen bin, dass ich einfach nicht mehr kann, weil keine Kraft mehr da ist und ich Ruhe brauche, hätte ich mich wahrscheinlich wieder dafür entschieden. Also bei der ersten Geburt war das so, dass ich das im Liegen versucht habe. Eine klassische Stellung. Die Beine hoch, grätschen, war dann die Hebamme und dann konnte ich mein Bein da drauf ausruhen, auf ihren Schultern. Ich sollte pressen. Durch die PDA aber war das nämlich so, dass ich dann kein Gefühl mehr hatte, dass ich keine Presswehen gespürt habe. Ich wusste gar nicht, dass sich das ganz anders anfühlt als die normale Wehe. Und erst beim zweiten Kind habe ich dann die Presswehen zum ersten Mal gespürt. Dann dachte ich, wow, das ist also die Geburtswehe. Und mein Gebärmuttermund war schon so weit offen, dass mich die Hebamme dann gebeten hat, einfach zu pressen. Und ich habe einfach gepresst und ich habe einfach versucht, irgendwie so das alles so schnell hinter mich zu bekommen, was auch geklappt hat. Und sie meinte dann, ich bin begeistert von ihrem Mut. Sie waren richtig mutig, weil ich so gepresst habe. Ja, was kann man dazu sagen, ne? Braucht man Mut dazu? Aber diese Geburt, das war so unangenehm hier so. Irgendwie wusste ich nicht genau, was mit den beiden Beinen zu tun war. Ich meine, die waren ja auch schwer. Ich wollte die Hebamme auch nicht wirklich so damit belasten. Sie sagte dann, ich soll mich zur Seite drehen. Und so kam dann auch das Kind so auf die Seite. Mein Mann, ich weiß nicht, wo der war, im Kreißsaal hatte ich dann auch nicht das Gefühl, ich war meinem Partner nah. Weil dieses Bett so riesig war und es mich gestört hat. Ich wusste nicht, wo ich ihn anfassen sollte. So meinte ich das nicht. Die Hebamme war dann hier, mein Mann dann da oben. Ich sollte dann das eine Bein
nach oben tun, auf ihre Schulter tun und dann sollte ich so pressen. Und so kam auch das Kind zur Welt. Aber es war schon anstrengend, einfach die Bewegung, diese Koordination, so richtig loslassen konnte ich dann halt nicht. Und meine zweite Geburt war von allen 3 Geburten eigentlich die beste. Ich hatte nämlich auch schon zur ersten Geburt der Hebamme gesagt, ich habe gehört, dass die Hockstellung gut sein soll, weil wenn man hockt, dann würde sich das Becken hier öffnen. Aber die wollte, dass ich das im Liegen mache. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ich habe natürlich auf sie gehört. Also bei der zweiten Geburt haben wir es dann wirklich so probiert. Mein Mann saß dann hier auf diesem Stuhl. Unter mir hat die Hebamme dann noch eine Isomatte vorbereitet und Handtücher, sodass dann das Kind, wenn es dann rauskommt, weich landet, ne? Nicht auf dem kalten, harten Boden. Und ich möchte euch jetzt kurz vorführen, was so besonders gut war für mich, warum ich diese Stellung so gut fand. Nimm mal an, das ist mein Mann, das ist der Kopf. Und hier sind seine Beine. Hier ist eigentlich frei. Ich konnte mich halt so an seinen Hals oder an seine Schultern festhalten und mich hier unten, was ja alles locker sein muss, ne? Wenn ich jetzt die andere Stellung habe, wo ich auf der Seite liege, dann ist das alles nicht so ganz locker gewesen. Aber so konnte ich dann mich hängen lassen und meine Knie waren dann halt auf dem Boden und ich konnte mich dann halt so nach hinten bewegen und nach vorne zu meinem Mann. Und wieder nach hinten, also so ein bisschen Spielraum war dann auch, je nachdem, ob ich dann halt eine Wehe hatte, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen tiefer gegangen so. Wenn ich wieder eine Pause hatte, konnte ich dann wieder hoch zu meinem Mann. Und das Schöne daran war halt, dass dann nicht dieses Bett zwischen uns war, sondern dass er direkt bei mir war. Ich konnte mich an ihn festhalten. Er hat mir zwar auch gesagt, ich hatte mich so fest an ihn gekrallt, dass es ihm schon wehgetan hatte. Aber für mich war es gut, weil ich mich nicht allein gefühlt habe. Weil wir so ein Zusammenspiel hatten. Zusammen diese Geburt gemeistert haben, weil wir ein Team waren. Und was ich noch sagen wollte, ist halt, es ist ja sehr wichtig, unter der Geburt richtig zu atmen. Während des Geburtsvorbereitungskurs lernt man ja auch dieses Atmen. Und mein Mann hat mit mir zusammen geatmet. Das war mir wichtig, weil er hat mir dann zwar gesagt, einatmen und ausatmen. Und das hat mich aber gestört. Ich habe zu ihm gesagt, er soll mit mir atmen. Und er meinte dann auch so, er hätte total hyperventiliert. Es hat mir so viel Kraft gegeben, weil wir zusammen im Rhythmus waren. Und was Tolleres gibt es halt, zusammen im Rhythmus zu sein. Also es hat ja auch mit dem Leben zu tun. Das Zusammenspiel, das Kreieren des Lebens und die Geburt ist ja auch im Rhythmus. Ja, und das hat mich so beeindruckt, weil wir uns sehr nah sein konnten. Und er hat für mich die stärkende Säule dargestellt, die Stütze, an der ich mich festhalten konnte, als ich so krasse Schmerzen hatte oder als ich wirklich durch etwas durchleben musste. Und ich konnte loslassen. Es ist ja auch nicht so einfach, ne, loszulassen. Und in dem Moment, in dem die Geburt passiert, dann lässt man ja auch los. Und das ist halt schön, dass man das zusammen erleben kann. Darum finde ich diese Stellung sehr toll. Bei der dritten Geburt hatte ich die ähnlich, allerdings nicht auf dem Boden und nicht auf dem Stuhl, sondern wieder auf dem Bett, auf dem großen Kreissaalbett. Also habe ich dann halt wieder diese Hockstellung gemacht hier und mich dann am Kreissaalbett festgehalten und irgendwie noch hier hinten versucht, meinen Mann zu erreichen mit den Händen. Aber er war mir nicht nah und ich konnte mich nicht an ihm festhalten. Ihm war es dann wohl angenehmer. Aber dieses Erlebnis der Geburt, des Zusammenspiels, das war dann nicht mehr da. Daher möchte ich, wenn ihr eine bewusste Geburt erleben möchtet, möchte ich euch einfach nur mitteilen, dass das für mich die schönste Geburt war, wo ich ihm am nächsten sein konnte, wo wir zusammen dieses wunderbare Werk eines Kindes zur Welt bringen konnten, wo ich nicht alleine war unter der Geburt, wo ich das Gefühl hatte, dass das einfach magisch war. Und wir haben beide gestaunt, als das Baby dann auf dem Boden war. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Meine Hebamme hat dann irgendwann gesagt, sie können das jetzt auch aufheben. Ja, und das möchte ich heute gerne mitgeben an die werdenden Mamas, die überlegen, wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchten und vielleicht noch gar nicht darüber wirklich nachgedacht haben, aber die gerne
einfach erfahren möchten, wie es vielleicht von anderen Menschen oder anderen Müttern gemacht wurde und wie die das gemeistert haben. Und ich freue mich, das mit euch teilen zu können. Es ist das erste Mal, dass ich darüber überhaupt so richtig spreche. Genau, und probiert es einfach aus. Es ist nicht für jeden immer gleich. Vielleicht willst du deinem Partner gar nicht wirklich nahe sein in dem Moment. Und ich möchte sagen, das war die beste Geburt von allen 3 Geburten, die ich hatte, weil es viel einfacher war durch diese Stellung, aber auch, weil ich meinem Partner so nah sein konnte. Vielen Dank für heute. Ich wünsche euch eine wunderbare Geburt, eure Familie, alles Gute weiterhin und schaut euch vielleicht noch das Video zum Wochenbett von mir an und bis zum nächsten Freitag. Ciao.